Sag mir ruhig, wenn ich falsch liege. Aber du hast doch bestimmt schon mal eine Business-Idee, aber du wusstest dann nicht ganz, was du damit anfangen solltest. Und deswegen hast du letztendlich dieses Business nicht gestartet. Sowas ist mir früher sehr oft passiert. Und deswegen habe ich einen Workflow entwickelt, wie ich mit der Hilfe von KI einfach ganz schnell meine Idee aufschreiben kann, einen Businessplan erstellen kann und dazu können wir auch noch eine Präsentation erstellen, die wir an andere Leute weitergeben können, sogar auch möglichen Investoren. Deswegen dachte ich mir, ich teile einfach mal meinen Workflow und wenn ihr dann irgendwelche spannenden Ideen mal entwickelt, dann schreibt mir gerne, wenn ihr weitere Hilfe braucht. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an, denn wir brauchen nur zwei Tools. Das ganz klassische ChatGPT und Gamma für die Präsentationerstellung. Und zwar fangen wir ganz einfach auf ChatGPT an und jetzt haben wir unsere Idee und haben natürlich ein paar Gedanken dazu, aber um ein bisschen Chat zu erklären, worum es überhaupt geht, machen wir jetzt erstmal einen Braindump. Das heißt, alles Mögliche, was in unserem Kopf herumschwirrt zu dieser Idee, warum wir überhaupt drauf gekommen sind, welche Modelle wir schon entwickelt haben, wie wir das jetzt endlich in die Tat umsetzen können, all das schreiben wir einmal auf jetzt oder sprechen es ein, damit Chat schon mal so ein bisschen Kontext hat, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Ich würde sagen, ich habe jetzt eine Idee, die spreche ich einfach mal ein, dann könnt ihr genau sehen, was ich dabei meine, wenn ihr einfach alles mal rauslasst. Also meine Idee ist, dass wir eine App erstellen, und zwar gibt es ja Kalorientracker, aber diese App soll jetzt sozusagen ein Alkoholtracker sein. Das heißt, am Abend, mit dem man feiern geht oder mit Freunden draußen ist, kann man so seinen Intake tracken, so wie viel Alkohol man hat. Und dadurch kann die App dann erkennen, mit verschiedenen Infos über den Body Mass, wie betrunken du schon sein wirst. Dann kann man das auch noch mit Freunden verbinden. Das heißt, die Freunde können dann gegenseitig sozusagen tracken und möglicherweise bei Notfällen dann, wenn einer zu betrunken wird, dann kommt eine Notification und alle möglichen weiteren heraus. Oder man kann dann auch sozusagen einfach genau tracken, wer wie viel getrunken hat an dem Abend. Und man kann dann auch für sich selber sozusagen ein bestimmtes Level an Betrunkenheit herausfinden oder im Vorhinein planen. Und dann gibt die App einem Empfehlungen, wie man da am billigsten oder am leckersten oder was auch immer letztendlich zu diesem Grad an Betrunkenheit kommt. Für das Tracking von dem Alkohol wollen wir einfach ein Bild von dem Getränk machen und vielleicht ein paar Infos dazu, was für ein Getränk das ist, damit die App das dann mit AI im Backend wirklich schnell erkennt und es möglichst einfach ist, letztendlich das zu tracken, weil natürlich am Abend man nicht damit unbedingt viel Zeit verbringen möchte. Und somit kann man halt schon im Vorhinein, bevor man überhaupt in den Abend reingeht, wissen, wie viel man letztendlich trinken möchte, dass man das bestimmte Level erreicht. Und somit hat man dann nicht mehr den Kater am nächsten Tag oder den Absturz am Abend, weil man nicht genau weiß, wie viel man schon getrunken hat. Und durch das Freunde-Feature wird es nochmal einfacher, dann, dass man sich gekümmert wird. Und generell kann man dann auch verschiedene Sachen in die App noch einbauen, die es noch ein bisschen spaßiger machen, die App zu benutzen. Letztendlich soll es eine App sein, mit wahrscheinlich einem Abo-Modell monatlich, in dem man das dann tracken kann. Wie gesagt, mit KI getrackt. Und genau, für das Development wollen wir einfach eine ganz einfache iPhone-Android-App machen, wo man einfach wie in einem Kalorientracker letztendlich genau die gleiche Idee hat, nur halt für Getränke oder Alkoholtrack in dem Fall. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich einfach mal meine Idee für so eine Trink-App letztendlich einfach mal eingesprochen habe. Und davor sage ich Chat jetzt noch kurz, wer er ist, wobei er mir genau helfen soll, dass er sozusagen auch genau weiß, was er jetzt damit überhaupt anfangen soll. Du bist ein Top-VC-Investor und CEO und du sollst mir dabei helfen, eine App-Idee oder eine Business-Idee zu entwickeln. Ich habe dir einfach mal alles, was ich gerade im Kopf dazu habe, aufgeschrieben, damit du einen Kontext hast. Und als nächsten Schritt wollen wir dann bitte, sobald du diesen Kontext gelesen hast, möchte ich, dass du mir die fünf deiner Meinung nach wichtigsten Fragen stellst, die uns dazu bringen, zu assessen, ob das ein gutes Business ist oder wo es möglicherweise Schwächen gibt. Ich möchte aber, dass du sehr kritisch bist, auch wenn du nicht glaubst, dass es eine gute Idee ist, dann lass mich das wissen. Und so, jetzt habe ich das an Chat weitergegeben und der hat sich das jetzt durchgelesen und jetzt soll er anfangen, mir 5 Fragen zu stellen. Normalerweise mache ich 10, aber für das Video nehmen wir jetzt mal 5 Fragen, die seiner Meinung nach als Top-VC, als Top-Venture Capital Investor die wichtigsten Fragen sind, um zu erkennen, ob das ein gutes Unternehmen ist oder wo möglicherweise Schwächen sind. Und das ist sozusagen unser erster Schritt, wo man jetzt selber ein bisschen überlegen muss und jetzt wirklich kritisch seine Idee hinterfragt und überhaupt erkennt, ob das ein gutes Unternehmen sein kann oder ob es eine gute Idee ist, bevor man jetzt irgendwie Stunden von Arbeit in Market Research, was wir gleich auch noch machen werden, hereinsteckt, um dann nur herauszufinden, die Idee scheitert an einem ganz bestimmten Punkt. Und jetzt nehmen wir uns die Fragen hier vor, one by one, beantworten die einfach mal. Ich schneide euch die wichtigsten Sachen mit rein und dann letztendlich danach geht es an den nächsten Teil ran. Aber ich würde sagen, wir beantworten jetzt erstmal die Fragen. Also die erste Frage ist erstmal, wie groß ist der Markt wirklich? Also wer ist die Zielgruppe letztendlich? Wer könnte wirklich das auch auf eine lange Zeit als Habit entwickeln? Zum Thema Zielgruppen glaube ich, dass es wirklich eine recht limitierte Zielgruppe ist, vor allem von, sagen wir mal, 15, 16, wo Leute anfangen, Alkohol zu trinken, bis hin zu den 30ern, Anfang 30er, wo die Leute noch wirklich einen höheren Alkoholkonsum möglicherweise haben. Dabei geht es natürlich darum, vor allem auch Leute, die in der Uni sind oder in der Abi-Zeit sind, die auch viel feiern gehen, viel draußen gehen und schon ihre ersten Erfahrungen damit gemacht haben, was der Alkohol machen kann, wenn es nicht gecheckt ist, wie viel man getrunken hat, vielleicht schon die ersten negativen Erfahrungen hatten und somit auch eine Bereitschaft haben, das nochmal zu verhindern. Weil eine Idee ist auch noch, was ich dann noch dazu sagen sollte vielleicht, ist, dass wir auch noch sozusagen so Filter einbauen möchten, dass ab einem bestimmten Alkohollevel man nicht mehr bestimmte Kontakte zum Beispiel anschreiben möchte. Weil jeder hat schon mal privat oder im betrunkenen Zustand eine Person angeschrieben, die man gar nicht anschreiben möchte. Und das ist sozusagen generell unsere Zielgruppe erstmal, die dann auch ein bisschen Commitment zu der App hat. Genau, das ist die erste Frage, habe ich jetzt erstmal beantwortet. Und da habe ich auch noch den nächsten Punkt eingebracht mit dem Drunk-Filter. Ich glaube, eine ganz gute Idee ist, weil ich glaube, jeder kennt das, dass man betrunken manchmal Sachen macht, die einem nicht so gut gefallen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit der nächsten Frage, machen wir damit direkt weiter. Und zwar geht es dabei die Frage, warum man die App nicht wieder in 2 Wochen löschen würde. Also was ist sozusagen das, was die Leute am Ende catcht und bei der App behält
Das ist eine sehr gute Frage und da muss man jetzt auch manchmal eine Minute überlegen mal, was könnte es wirklich denn sein? Also, ich glaube, zum einen ist es, dass die Möglichkeit, das mit den Freunden zu verbinden, sodass es wirklich eine komplette Gruppe benutzt und somit man so 'n Network-Effekt hat, weil wenn einer aus der Gruppe sozusagen nicht trackt, dann ist das auch blöd und auch für die Sicherheit ist das blöd. Ich glaube, wenn man die ersten Mal die Erfahrungen mit der App gemacht hat und erkennt, wie gut das dann funktioniert, ist man, glaube ich, auch recht, offen, das nochmal zu benutzen und nochmal zu benutzen. Ich glaube auch solche Sachen wie, was natürlich ein bisschen kritisch gesehen werden kann, aber so was wie Gamification, also so eine Rangliste, wer hat am meisten getrunken. Für Jungs ist das zum Beispiel vielleicht recht spannend oder irgendwelche Challenges, einen Abend nur Bier oder sowas. Ich glaube, das könnte auch recht interessant werden. Natürlich können wir auch so weitere Health Insights geben letztendlich oder Aufklärung zu dem, was Alkohol macht. Und ich glaube auch dieses Feature, den kostengünstigsten Weg, um ein bestimmtes Level von Trunkenheit zu erreichen, ist auch eine ganz gute Idee. So, nachdem wir die Frage beantwortet haben, gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage. Was macht uns einzigartig? Was ist unser Unique Selling Point? Warum sind wir anders als die Konkurrenz? Ich glaube, zum einen, was uns sozusagen unterscheidet von der Konkurrenz, ist, dass wir die KI nutzen und somit das Tracking von dem Alkohol recht leicht machen, indem man nur ein Foto davon machen muss, dann die KI im Hintergrund berechnet, wie viel Alkohol da wahrscheinlich drin ist, natürlich mit einer kleinen Fehlertoleranz, aber letztendlich ist die Idee, dass wirklich die KI das alles für einen selber macht. Dann die Möglichkeit, das mit den Freunden zu verbinden und dabei dieses Safety-Feature zu haben, ist, glaube ich, auch sehr interessant und auch mögliche Gamification-Aspekte. Ich glaube, das kann man dann gut tracken und auch eine Historie aufbauen über die App, was dann auch sehr interessant ist letztendlich. Aber dieser KI-Aspekt ist nicht der Killer, das Killer-Feature, diese eine Sache, warum man diese App unbedingt haben möchte, weil es einfach so einfach sein wird, den Alkohol zu tracken. Und wie ihr jetzt seht, immer wenn ich die Frage beantwortet, gibt ihr mir auch direkt eine Analyse dazu. Er gibt mir Hinweise, was man da wirklich, was man gut machen kann, was man aber noch überlegen, was man betrachten muss, wo es möglicherweise noch irgendwelche Probleme gibt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal nochmal die 5. Frage zu Ende, damit wir dann direkt weitermachen können mit den nächsten Schritten dieses Prozesses, um die Idee wirklich zu entwickeln. Also die App, der Kosten für die App letztendlich ist die Überlegung, dass man das über ein Abonnement macht. Möglicherweise haben wir auch ein kostenloses Feature drin, wo man dann aber nur ein Limit hat, wie viele Getränke man tracken kann oder auch bestimmte Features zum Beispiel einfach nicht freigeschalten werden, wie das mit den Freunden teilen zum Beispiel. Und dass man dann sozusagen monatlich bezahlt für das Tracking. Man kann natürlich auch ein Jahresabo machen, als endlich, dass man diese Recurring Revenue hat, dass das nicht nur ein Kauf ist und dann vorbei, sondern dass man über längere Zeit Value von den Consumern letztendlich erreichen kann. Dabei ist vor allem wichtig, dass man schnell ein gutes MVP hat und ausprobieren, ob da Interesse besteht. Und ja genau, also wie gesagt, die Überlegung ist, dass ein Nutzer das ungefähr vielleicht 2, 3 Mal im Monat nutzt, jedes Mal, wenn er feiern geht, wenn man rausgeht. Da benutzen das dann vielleicht manche Leute mehr, manche Leute weniger. Für unsere Target Audience vielleicht ein bisschen mehr sogar, für Uni-Studenten, die vielleicht öfter mal rausgehen, öfter mal was trinken. So, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet, die er für uns hatte. Wie ihr gesehen habt, ich habe einfach ganz normal mit ihm gesprochen. Keine große Überlegung gehabt, wie ich das jetzt strukturiere, sondern einfach mal alles raus, was da in meinem Kopf ist zu der Frage, damit er dann eine gute Übersicht hat von dem, was er letztendlich an uns weitergeben kann. Und dabei hat er jetzt bestimmte Fragen hier, nochmal weitere Nachfragen entwickelt, auf die man jetzt hineingehen könnte. Aber das ist erstmal nicht Teil unseres Videos für jetzt. Und zwar ist jetzt der nächste Schritt, jetzt hat er die ganzen Informationen und jetzt möchten wir einfach, dass er die Informationen konsolidiert. Zum einen einmal als einen Businessplan, dann als ein Product Description für, wenn das zum Beispiel was Technisches ist, wie jetzt unsere App hier, die man an Programmierer weitergeben kann, damit die erkennen, was in der App sozusagen als Features vorhanden sein müssen. Und letztendlich soll er uns auch ein Pitch-Deck schreiben, was wir dann zu Gamma rübernehmen, dass Gamma uns eine Präsentation erstellt, sodass wir dann direkt den Businessplan und die Präsentation haben, die wir dann als Pitch an mögliche Investoren oder mögliche Mitgründer weitergeben können und damit Leute nochmal auf unsere Idee draufschauen können, ob das wirklich eine gute Idee ist. Natürlich könnt ihr noch andere Sachen mit Chat da vorher besprechen, bevor ihr jetzt den Businessplan schreibt. Ich würde sagen, da machen wir auch nochmal eine Sache vorher, bevor wir den Businessplan schreiben, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar können wir das Deep Research Tool von ChatGPT benutzen, dass er uns nochmal eine richtig gute Market Analysis macht und nochmal richtig gut den Markt analysiert. Und dabei fragen wir Chat einfach, dass er uns einen Prompt generiert für diese Marktanalyse. Ich möchte jetzt nochmal dein Deep Research Feature benutzen, um eine gute Marktanalyse zu machen. Das heißt, wir möchten den Markt erkennen, mögliche Chancen, mögliche Risiken, oder dass wir wissen auch, dass wir in einen guten Markt reingehen. Und dazu schreiben wir bitte einen Prompt, den ich an euer Deep Research Feature abgeben kann. So, jetzt hat er uns unseren Prompt hier erstellt. Und da gehen wir einfach ein neues Fenster rüber, einen neuen Chat rüber und geben diesen Prompt ein und aktivieren dann davor noch hier bei den Tools das Deep Research Feature und geben das einfach mal ab. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern. So, jetzt weiß Chat genau das, was er machen soll und fängt jetzt an, Deep Research zu machen. Das kann jetzt, wie gesagt, ein paar Minuten dauern. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn er das gemacht hat. Dann nehmen wir nämlich einfach, was er uns jetzt gleich gibt, geben das in den Chat rüber und können dann letztendlich unseren Businessplan endlich erstellen. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, 6 Minuten hier. Aber jetzt haben wir hier wirklich einen super Überblick über den gesamten Markt. Und ich würde sagen, das downloaden wir jetzt einfach mal als PDF, dass wir es gleich rüber in den anderen Chat nehmen können. Und jetzt sagen wir Chat letztendlich, dass er uns jetzt den Businessplan schreiben soll. Schreib jetzt bitte einen zweiseitigen Businessplan mit all dem, was wir in dem Chat besprochen haben und dem PDF, was ich dir gerade mitgeschickt habe. Dabei geh auf alle wichtigen Sachen ein, die ein Businessplan beinhalten soll. Geh nochmal sicher, dass wirklich alles drin ist, was für Investoren oder mögliche Mitgründer wichtig sein kann. So, jetzt geht er die Datei durch und all das, was wir in dem Chat besprochen haben, und erstellt uns dann jetzt gleich einen Businessplan, den wir dann in ein Word-Dokument reinmachen können. Und somit haben wir dann direkt unseren Businessplan. Danach geht es an die Product Description für die Programmierer, als auch das Pitch Deck für die Investoren. So, jetzt hat er uns den Businessplan hier gegeben. Jetzt können wir einmal durchgehen und gucken, ob uns alles gefällt. Sagen wir jetzt einfach mal ja. Und dann soll er uns das noch kurz als Word-Dokument geben und dann geht es direkt weiter. So, jetzt haben wir hier unseren Businessplan. Den lade ich mal eben kurz runter als Word-Dokument. Schauen uns das mal eben kurz an.
Und hier ist jetzt unser Businessplan generiert, genauso wie er gerade im Chat stand. Jetzt geht es noch endlich an die Product Description für die Programmierer und das Pitch Deck. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Pitch Deck. Erstelle mir jetzt noch ein ungefähr 10-seitiges Pitch Deck für Investoren, die diese Idee anti-pitcht, alle möglichen wichtigen Sachen beinhaltet, sodass ich das dann in eine Präsentation tun kann. Sei dabei sehr informativ und akkurat in den Informationen, die du weitergibst. So, jetzt generiert er hier unsere Pitch Deck Outline, die wir jetzt gleich nehmen und dann in ein weiteres Tool rübergehen. Das zeige ich schon mal. Gamma AI heißt das, also gamma.app. Einfach hingehen, dann könnt ihr jetzt hier euch einloggen und dann einfach eine neue Präsentation erstellen. Entweder könnt ihr das direkt in Gamma machen mit einer Line. Ihr habt schon eine bestehende Präsentation, die Gamma dann für euch verbessern kann. Oder ihr gebt einfach einen Text ein, das wir gleich machen, sobald unser Pitch Deck fertig ist in ChatGPT. So, ChatGPT ist jetzt fertig mit dem Pitch Deck hier. Das kopieren wir einfach, geben das jetzt in Gamma hier rüber, fügen es einfach ein, Präsentation. Dann sehen wir jetzt hier die verschiedenen Slides, die er uns erstellen möchte. Können noch, also es ist natürlich ein bisschen zusammengefasst jetzt, damit das gut auf die Slides passt. Können dann jetzt hier Format noch, würde ich sagen, traditionell eingehen, damit das einfach eine einheitliche Slide-Größe ist. Und dann können wir jetzt noch letztendlich hier das Template auswählen, also in welchen Color-Design wir das haben möchte. Ich würde sagen, wir gehen mal hier für diesen Vibe. Wie gesagt, könnt ihr einfach mal durchgucken, was euch gefällt. Und dann generiert jetzt einfach das Deck mit Gamma. Das geht jetzt auch einfach ganz schnell. Ihr braucht nichts machen. Und dann zeige ich euch gleich das fertige Deck. Das können wir dann als PDF downloaden. Und dann haben wir unsere beiden Dokumente. Und letztendlich unsere Idee ist jetzt dann ready, dass wir die an Investoren pitchen können, an weitere Leute pitchen können. Und somit habt ihr ganz schnell eure Idee, die nur im Kopf war, auch in die Realität umgesetzt. So, jetzt ist das schon fertig. Das ging wirklich sehr schnell mal wieder. Ihr könnt hier dann durch die Präsentation durchgehen und gucken, ob euch hier alles gefällt. Letztendlich, wenn ihr dann damit happy seid, geht ihr einfach hier auf Share, Export und downloadet es dann als PDF. Und sobald es dann gedownloadet ist, habt ihr dann das fertige Pitch Deck hier, was ihr an andere Leute weitergeben könnt. Und somit haben wir dann jetzt ganz einfach mit einfach einer Idee, ChatGPT und Gamma, was beides kostenlos war, eine sehr gute Übersicht und haben jetzt als Dokumente ein Pitch Deck, einen Businessplan und ein Market Research Dokument. Können natürlich jetzt auch noch andere Dokumente erstellen, wie die Product Design, alles Mögliche, was wir dann an Leute weitergeben können. Und somit haben wir jetzt unsere Idee konsolidiert, einfach auf den Punkt gebracht, um mit dann jetzt weiter in Erfahrung zu kriegen, ob es wirklich eine gute Idee ist. Denn letztendlich ist eine Idee eine schöne Sache, aber wenn ihr nicht in die Execution geht, dann bringt euch die Idee letztendlich auch nichts. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich das mache mit meinen Ideen, die ich habe. Und so habe ich schon ganz viele verschiedene Pitch-Decks und ganz viele verschiedene Businesspläne aufgebaut, wo ich dann weiter hineingehen kann und gucken kann, ob das eine gute App war. Wenn euch solche Videos weiter interessieren, dann guckt gerne meinen Kanal an, wo ich auch viel mit No-Coding und Software und alles mögliche Informationen dazu habe. Und ich würde sagen, es wäre auch super, wenn ihr das Video liked, abonniert, einen Kommentar schreibt, falls ihr noch weitere Fragen habt. Beantworte ich sehr gerne, falls ihr irgendwelche Videoideen habt, die ich gerne mal machen soll im Thema KI, die euch interessieren, dann auch gerne ab damit in die Kommentare. Und damit würde ich dann sagen, hinterfrage den Status Quo, STG.